Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 102 von Reptil-TV. Normal stehe ich am Anfang mit meinem Intro-Tierchen da, heute mit leeren Händen. Wir möchten euch rückblickend auf unseren Monty Python verweisen. Unsere zweiköpfige Schlange, die wir mal vor einigen Jahren hatten, an die ihr euch bestimmt erinnern könnt. Die ist ein Beispiel für unser Thema heute. Also wir wollen heute über die einerseits die Probleme in der Reptilienzucht reden, also welche Probleme können auftreten durch irgendwelche Farbzuchten oder sonstiges, beziehungsweise eben diese ganzen Farbzuchten, die wir mal machen, das sind ja in dem Sinne alles ungewollte Dinge oder Genfehler, ne? Und da gibt es viele Genfehler, mit denen man überhaupt kein Problem hat, mit denen man toll leben kann. Wie gesagt, unsere Monty Python, unsere zweiköpfige Schlange, die hat toll gefressen, der ging es gut. Und so gibt es auch viele andere Sachen, die okay sind. Es gibt aber auch einige Gendefekte, die fürs Tier negativ sind, wo man nicht züchten kann, nicht züchten sollte. Und auf das Thema gehen wir heute ein. Ich weiß, es gibt schon nicht wenige Terrarianer, die eigentlich gar nichts dafür übrig haben, für diese Mutationen. Ne? Sei es jetzt hier als ganz klassisches Beispiel diese Farbmutation, wie ich hier in der Hand habe. Gibt es viele, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur und furchtbar und zum einen sieht es schrecklich aus und die armen Tiere und überhaupt. Aus der Pythonzucht oder aus der Schlangenzucht generell muss ich sagen, die Tiere, denen geht's wirklich gut, die haben überhaupt kein Problem damit, ein Albino oder ein Piebald zu sein. Es ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. Immer wieder werden Piebalds entdeckt. Mein erster Piebald war ein adultes Tier, ein adultes Männchen aus Afrika. Der war mindestens, wo ich gekriegt habe, schätze ich mal schon runde 10 Jahre alt, so von der Optik, von allem her. Es werden immer wieder Albinos in Afrika in der Natur entdeckt. Es werden Netzpython Albinos entdeckt in der Natur oder Kalikos. Es werden bei Tigerpythons Farbmutationen in der Natur entdeckt. Ich glaube oder ich bin überzeugt davon, dass es für Schlangen eine Farbmutation wirklich völlig unproblematisch ist. Ob einem das gefällt oder nicht, ist ein ganz anderer Punkt, aber für das Tier selber ist es unproblematisch. Ein Thema, wo ich gleich noch genauer drauf eingehe, sind auch bei den Albinos, da heißt von wegen, die sind blind oder die haben Probleme mit den Augen oder sowas. Also bei den Schlangen kann man absolut sagen, die haben keinerlei Augenprobleme. Eine Albino-Schlange, die sieht so gut oder so schlecht wie jede andere Schlange auch. Der geht's auch, was die Augen betrifft, tadellos. Es gibt auch andere Reptilien als Albinos, die Probleme haben. Darauf kommen wir nachher nochmal zum Sprechen. Was auch oft bei den Farbvarianten genannt wird, so nach dem Motto, ja, die sind ja alle problematisch und sind ja Inzucht untereinander und lassen sich viel schwerer halten. Ich habe seit fast 30 Jahren habe ich Königspythons vom absoluten Klassiktier. Ich habe schon hunderte Tiere aus Afrika gehabt, Ranching-Tiere, ne, die ja wirklich auch, sagen wir, wo das Elterntier zumindest direkt aus der Natur kommt. Ich habe wirklich viele Farbzuchten. Wir züchten alles querbeet vom Albino Piebald bis irgendwas. Meine Erfahrung ist definitiv, die Tiere sind, oder ich kann keinen Unterschied feststellen. Also ein von mir gezüchtetes Tier frisst genauso gut, wie wenn ich ein geranchtes Tier aus Afrika habe. Die Tiere früher waren nicht empfindlicher wie heute. Sachen wie Lungenentzündung, meiner Meinung nach immer eine Problematik im Klima. Liegt nie am Tier, wenn die Leute sagen, oh, das Tier war nicht gut und so weiter, ist Quatsch. Oder meiner Meinung nach fast immer Quatsch oder so gut wie immer. Das Klima muss stimmen, dann haben die Tiere auch keine Lungenentzündung oder irgendwas. Also ich kann keinerlei Nachteile feststellen von Afrikatieren oder von völligen oder gar Wildfängen, ne, was man ja sowieso eigentlich in der Terroristik nicht will, zu solchen gezüchteten Tieren. Natürlich kann ich euch empfehlen, wenn ihr züchtet, versucht natürlich nicht immer in erster Generation Tiere miteinander zu verpaaren. Also nicht Geschwistertiere miteinander zu verpaaren. Natürlich probiert man immer den Genpool so weit wie möglich auseinander zu halten. Aber so von der generellen Schwächung der Tiere oder dass die Tiere generell empfindlicher sind oder krankheitsanfälliger. Also aus meiner Erfahrung mit den Tausenden Pythons oder Zehntausende Pythons, was ich schon gezüchtet habe und bestimmt oder mehr wie Zehntausende Pythons, die ich schon gehalten habe, gibt es definitiv keine Probleme in der Haltung oder in der Zucht allgemein. Hier habe ich zwei Tierchen auf der Hand. Eben mein Trick, ich mache es mir mal leicht, ich nehme irgendwelche Tierchen
Und dann in dem Moment fällt mir ein, was ich reden will. Ne? Ihr wundert euch vielleicht, der sprudelt vor der Kamera immer so raus. Wie kann der sich alles merken? Ich sehe das Tier, dann weiß ich, was ich zu dem erzählen will. Ich sehe den, dann weiß ich, was ich zu dem erzählen will. So mache ich es mir mal leicht. Zum Piebald will ich, beziehungsweise Albino Piebald, will ich euch erzählen, zum Beispiel Verpaarungen. Es gibt Meinungen, die sagen, oh, man soll nie ein Albino mit Albino verpaaren, da kämen keine guten Babys raus oder nicht viele oder schlechte Eier oder weiß der Herrgott. Also wir verpaaren Albino mit Albino, wir verpaaren Pied mit Pied, wir verpaaren Het mit Het. Wirklich unabhängig davon. Wir verpaaren sogar Albino Piebald mit Albino Piebald. Ich habe ein Männchen, das habe ich schon vor 10, 15 Jahren aus USA gekriegt. Ich habe ein Weibchen, das habe ich irgendwann mal, glaube ich, sogar aus Japan gekriegt. Verpaare ich miteinander, kommen tiptop Babys raus. Da gibt es überhaupt nichts. Also das zu diesem Thema hier Albino Piebald, auch wenn man die Farbmorphen direkt miteinander verpaart, aus meiner Erfahrung absolut keine Probleme. Dann hier der schöne Sunset, zu dem will ich euch erzählen, es gibt natürlich in der Terroristik oder in der Reptilienzucht, es gibt Tiere, die sind einmalig auf der Welt. Also es gab einen Sunset, der kam aus Afrika in die USA zum Brian Barczyk. Der Brian hat den Sunset gezüchtet, es kamen keine Sunsets raus, der Brian war enttäuscht. Ein paar Jahre später hat irgendein Mitarbeiter mal gedacht, ach guck mal, das sind ja Nachkommen von dem Sunset, die verpaare ich jetzt mal miteinander. Also hat letztendlich zwei Geschwistertiere miteinander verpaart und schwupps kam ein neues Sunset raus. In dem Fall musste er ja Geschwistertiere miteinander verpaaren, habe ich wirklich in der ganzen Welt nur einmal diese Farbe, kann ich sie entweder wieder aussterben lassen oder ich komme nicht drum rum, irgendwann mal eine gewisse Inzucht zu betreiben, Geschwistertiere miteinander zu verpaaren oder Jungtiere mit den Eltern rückzuverpaaren, bei einmaligen Farben unumgänglich. Aber selbst dann kommen keine Probleme, sage ich mal, standardmäßig hat man dann keine Probleme. Ne? Also die Sunset ist absolut gesunde Morph. Natürlich sollte man versuchen, es zu vermeiden oder auch so weit wie möglich, oder auch wenn man zum Beispiel jetzt die Sunset züchtet, versuchen, dass man natürlich diesen Genpool vergrößert. Ne? Also jetzt nicht immer weiterhin Geschwister mit Geschwister verpaaren, sondern wirklich weiter rauszugehen aus der Linie vielleicht ein bisschen was miteinander zu verpaaren, um den Genpool zu streuen. Aber dann wird man sicherlich keine Probleme mit Inzucht oder irgendwelche Verkrüppelungen oder gar tote Tiere im Ei oder sowas in der Art haben. Kommen wir jetzt zu den Farbmorphen, jetzt speziell Königspython, wo es Probleme in der Zucht geben kann. Ich habe hier 3 ganz gute Beispiele. Der totale Klassiker ist hier unten der Spider. Jetzt habt ihr es gerade ganz gut gesehen, so dieser Spider-Tick, ne, dieses leicht unkontrollierte Bewegen, was die so machen, dieses Kopf nach hinten fallen oder einfach, ja, wie wenn sie halt einfach keine richtige Kontrolle gerade über den Vorderkörper haben. Ne? Das ist so das Klassische beim Spider. Beim Champagne gibt es das tatsächlich, oder kann es das geben, ist es nicht so ausgeprägt wie beim Spider. Meistens sieht man es beim Champagne gar nicht, aber es kann es tatsächlich auch beim Champagne geben, dass die so einen Tick haben. Und das Gleiche gilt auch hier für den Woma. Ne? Der Woma sieht ja fast gleich aus wie der Spider oder stark ähnlich, ist aber eine ganz andere Morph, genetisch ganz anderen Hintergrund. Auch beim Woma gibt es diese unkoordinierten Bewegungen, ne, dass er sich einfach so unkontrolliert bewegt. Ne. Also das haben wir bei diesen 3 Morphen hier. Das Interessante daran ist auch, es gibt bei allen 3 Morphen keine Superform. Verpaare ich Spider mit Spider, kommen keine Babys raus. Also ich denke, oder die sterben dann schon im Ei ab, die sind nicht lebensfähig. Das gleiche bei Champagne. Ich habe jahrelang probiert, Super Champagne zu züchten. Ein Champagne mit Champagne scheint ebenfalls nicht lebensfähig zu sein. Es gab auch schon Leute, dann ist da was geschlüpft oder die haben es aus dem Ei, aber dann ist direkt nach dem Ei abgestorben. Und das Gleiche gilt auch für den Woma. Es gibt keinen Super-Woma, ebenfalls aus dem Grund nicht lebensfähig. Und das Ganze auch, wenn man die 3 Sachen miteinander mischt. Also ich kann kein Spider Champagne, Spider Woma, Woma Spider, alle die 3 Sachen untereinander gibt's nicht. Sterben im Ei ab, sind nicht lebensfähig. Also das sind tatsächlich meines Wissens die 3 Formen,
wo man gar nicht miteinander verpaaren kann oder wo es eben diesen Tick gibt. Also gerade beim Spider ist es mittlerweile auch so, dass einige Leute, also ich meine, das ist eine super schöne Schlange eigentlich, aber viele den Spider nicht mehr züchten, weil sie einfach sagen, ich will das nicht, dieses unkontrollierte Bewegen. Deswegen züchte ich schon gar keinen Spider mehr. Dann gibt es beim Königspython 2 Morphen, die als so standardmäßig völlig problemlos sind, beziehungsweise hier der Cinnamon beziehungsweise Black Pastel, wenn man den so ganz normal züchtet, nicht als Superform, dann sind es völlig problemlose Tiere, lassen sich toll züchten, sind robust, problemlos. Allerdings die Superform züchte ich Cinnamon. Mit Cinnamon kommen ja wunderschön schwarze Tiere raus. Man sagt auch 8-Ball, also 8 wie die 8 bei der Billardkugel oder Black Ball, sagt man glaube ich auch noch dazu, weiß der Herrgott. Also kommen ganz schwarze Tiere raus. Leider haben ein Großteil dieser schwarzen Tiere ganz schlimme Wirbelsäulenverkrümmungen, also so, dass sie eigentlich fast nicht lebensfähig sind. Also ich erinnere mich, als ich die ersten Super Cinnamons gezüchtet habe, war ich mir ganz sicher, ich als alter Schlangenhalter. Ich hatte Cinnamons aus Afrika, verschiedene Linien oder aus verschiedenen Jahren. Ich dachte mir, die sind ja nicht verwandt, die sind gar nichts zueinander. Wenn ich Super Cinnamon züchte, dann müssen die perfekt sein. Und ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Eier und wirklich aus allen 2, 3 Eier völlig verkrüppelte, Wirbelsäulen, verkrümmte Tiere geschlüpft. Wirklich traurig, die man einfach nur abtöten konnte oder die schon im Ei abgestorben sind. Ein ähnliches Problem hat man hier in meiner rechten Hand, die Karamells. Das hier ist jetzt Mojave-Karamell. Wenn man Karamell züchtet, kommen auch ein Teil der Eier mit Wirbelsäule-Knicke raus. Ich würde ca. 50% der Babys haben mehr oder weniger Knicke in der Wirbelsäule, manche auch ganz extrem, manche haben nur irgendwo 1, 2 Knicke drin oder so kurz vor der Schwanzwurzel ein Knick. Also die haben wohl auch einen Gendefekt, der sich, egal ob ich kann was anderes wie jetzt hier Mojave reinkreuzen, das gilt auch beim Cinnamon, es ist egal, oder es gilt auch vorher beim Spider, es ist egal, was ich mit reinkreuze, ist der Cinnamon mit drin, ist der Karamell mit drin, ist der Spider mit drin, egal was ich kreuz und quer reinkreuze, es lässt sich auch nicht irgendwie rauszüchten. Habe ich die Farbe, also habe ich meinetwegen Super Cinnamon und züchte meinetwegen noch Pastell mit rein, habe ich potenziell diese Knicke bei den Babys. Habe ich ein Karamell, egal, züchte ich Pastell, Mojave, züchte ich weiß der Herrgott was mit rein oder Piebald Karamell oder was immer das es gibt, habe ich einfach dieses 50-50 Risiko, dass die Babys entweder schon im Ei absterben oder solche Wirbelsäule-Knicke drin haben. Jetzt hat man es viel von den Schlangen. Wird Zeit, dass die Echsenfreunde auch was zu sehen bekommen. In dem Fall leider auch Probleme, die es gibt. Also hier in meiner linken Hand habe ich einen Enigma Leopardgecko, Enigma Tangerine in dem Fall. Die Enigma haben einen ähnlichen Tick, wie wir es vorher bei den Spiders gesehen haben. Die haben irgendwie ein Gleichgewichtsproblem. Die drehen sich manchmal so halber im Kreis. Man sieht so manchmal eine Kopfbewegungen, auch so ein bisschen unkontrolliert. Also irgendwie so ein neurologisches Problem. Wie gesagt, ähnlich den Spidern. Von daher, also so schön wie die farblich sind, so interessant. Aber für die Zucht von dem her, mittlerweile die meisten Züchter sagen sich, dann verfolge ich diese Farbe nicht weiter. Dann haben wir hier die albino-grünen Leguane. Super schöne quietschgelbe Tiere eigentlich. Die haben, also ich habe es vorher bei den Schlangen schon angesprochen, mit den Augen. Die Schlangen haben wirklich, ich habe noch keine Schlange gesehen, die Augenprobleme hatte als Albino. Die albino-grünen Leguane, die kriegen tatsächlich Augenprobleme. Vermutlich durch das UV-Licht. Die haben keinen Schutz im Auge drin, also die Augen sind auch knallerot, man sieht es ja, oder sind tiefrot. Und ich denke, da fehlt die Schutzfunktion. Die werden, also ich denke, sie kommen sehend aus dem Ei, aber sie erblinden nach relativ kurzer Zeit mehr oder weniger. Also bis jetzt alle albino-grünen Leguanen, die ich hatte oder gesehen habe, waren blind. Ich meine, die Augen sind jetzt nicht gerade das Wichtigste, der wichtigste Sinn bei einem Reptil. Die können auch ohne Augen ganz gut leben, aber das muss man sich bewusst sein, dass die Augen geschädigt sind oder werden durch das UV-Licht, und von dem her muss jeder für sich selber entscheiden, will man das züchten oder nicht.
Dieses Problem bei den Albino-Echsen, das kann man auch bei anderen Albino-Echsen feststellen, wie bei dem grünen Leguan. Bei Albino-Varanen habe ich schon den Eindruck gehabt, dass die im Prinzip blind sind. Bei den Leopardgeckos, die Albinos, ich glaube, die sind nicht wirklich blind oder durch das, dass sie ja dämmerungsaktiv sind. Aber ich meine, dass die oft die Augen oder viel öfters zukneifen, wie jetzt ein wildfarbener Leopardgecko oder ein Nicht-Albino-Leopardgecko. Die haben die Augen viel öfters auf. Ich finde, die Albinos haben sie einfach oft zu. Also es gibt tatsächlich bei einigen Echsen oder bei einigen Albino-Echsen, also klassische Albino im Sinne von amelanistisch, diese Augenprobleme. Jetzt hier das Beispiel ist so ein Albino-Mississippi-Alligator. Da haben wir es wieder gar nicht. Also habe ich schon öfters welche gehabt, habe die schon großgezogen, habe die 1-2 Jahre lang gehabt. Auch die hier, da kann man es wieder gar nicht feststellen. Also ich tue die ganz normal mit UV-Licht versorgen. Ich weiß, dass sie auf den Farmen im Freien gehalten werden, unterm Sonnenlicht. Und die Augen sind völlig problemlos bei denen scheinbar oder so, soweit jetzt da meine Erfahrung reicht. Ne? An was das liegt, wieso haben manche Probleme, manche nicht, keine Ahnung. Die Alligatoren, gut, die haben dann noch diese Nickhaut, die schützt aber ja eher unter Wasser, die haben sie ja im Licht, tun sie die ja nicht überstülpen. Dann haben sie relativ gelbe Augen, keine roten, vielleicht spielt das eine Rolle, die Farbe gelb mit drin, dass sie deswegen da keine Probleme haben. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung, Albino-Alligatoren völlig problemlos. Wenn wir es gerade von den Albino-Echsen hatten, beziehungsweise gar von den Albino-Varanen, dann darf hier unser leucistischer Nils nicht fehlen, leucistischer Nilvaran. Wie gesagt, im Gegensatz zu den Albinos, zu den amelanistischen Tieren ist er leucistisch, also ihm fehlen jegliche Farbpigmente in der Haut, wobei die Leucisten ja immer die schwarzen Augen haben. Bei einem leucistischen Tier, sei es Geckos, Varane, Schlangen sowieso, habe ich noch nie irgendwelche Probleme mit den Augen feststellen können. Also jetzt bei den Varanen, da kann ich wirklich, oder bei den Nilvaranen, die Hand dafür ins Feuer legen. Also der sieht einwandfrei. Wenn ich dem hier wegen vor dem Gesicht rumfummel, dann faucht er mich gleich an, reagiert sofort. Absolut keine Beeinträchtigung von den Augen oder von irgendwas. Also dem geht so gut, egal welche Farbe der hat. Ob der jetzt schneeweiß ist oder ob der seine natürliche Farbe hat, ist dem völlig egal. Und heute etwas unpässlich, aber das hat mit der Farbe nichts zu tun. Dann darf das Thema Scales natürlich nicht fehlen in unserem Problem bzw. Nicht-Problem-Beitrag oder Film. Ich habe hier jetzt ein Leatherback, ne, Bardagame, und hier die normale Bardagame. Also man sieht gar nicht mal einen besonders großen Unterschied. Der Leatherback hat einfach weniger Stacheln, weniger Zacken da drauf. Ne. Wie gesagt, kann man so gerade bei größeren Tieren, bei den Babys sieht man es vielleicht noch kleine Ticke deutlicher, bei den großen sieht man es fast gar nicht mehr. Der Gag oder das Besondere an diesen Leatherbacks ist einfach, verpaare ich Leatherback mit Leatherback, bekomme ich einen sogenannten Silkback. Der Silkback hat nicht nur weniger Schuppen, der hat so gut wie keine mehr. Der ist sozusagen nackt, ne? Ähnlich wie die Nacktkatze, Nackthund, weiß der Herrgott, und so fühlt er sich auch an. Ich hatte schon öfters Silkbacks da. Von der Pflege sind die Tiere ebenfalls völlig problemlos. Ich würde sagen, wirklich wie jedes andere Reptil. Der einzige Punkt, wo man sagen muss, sie tun sich mit der Häutung schwerer. Durch diese relativ weiche Haut häutet sie sich wohl schwieriger. Ich muss wirklich aufpassen bei der Häutung, dass ich gegebenenfalls mal mithelfe, ein bisschen Hautreste wegmache oder sogar mal mit einer wir hatten früher so eine Creme, die hieß Liniment, von Heiler war die. Da hat man es mal eingecremt, das war so eine Art Leberdran. Wenn die wirklich die Haut sich nicht so gut abgelöst hat oder gleich ein wenig verkrustet hat. Also das muss man definitiv sagen. Ansonsten von der Beleuchtung, wir geben den ganz normal UV-Licht, wir machen alles ganz normal bei den Silkbacks, haben wir nie irgendwie was feststellen können, auch keine UV-Empfindlichkeit oder irgendwas in der Art. Wie gesagt, lediglich die Häutung war bei denen etwas problematischer. Ich hatte sie gerade schon angesprochen, die Scales Cornatern, hier ein Jungtier, hier ein adultes Männchen. Was man hier auch ganz schön sieht, manche Tiere sind wirklich
zumindest oben oder auf der, also Seiten oder Flanken und Rücken völlig schuppenfrei. Manche Tiere, wie jetzt der Adulte hier, der hat noch ein paar Schuppen da oben drauf oder gegen den Schwanz hin werden es ein paar Schuppen mehr. Was sie immer haben, ist die Unterseite ist beschuppt bei den Scales. Ne? Da haben sie ganz normale Bauchschuppen. Wahrscheinlich, die brauchen sie auch zum Kriechen. Also wahrscheinlich positiv, dass sie die noch haben. Zu den Tieren, ich glaube, ich habe es schon in einer vorherigen Folge mal gesagt, auch völlig problemlos, häuten sich völlig problemlos, fressen völlig problemlos. Das sind Kornadern wie alle anderen, ne? Ob die jetzt Schuppen haben oder nicht. Ich behaupte, den Tieren ist es egal. Die haben keinerlei Beeinträchtigung durch das Schuppenlose. Völlig unproblematisch. Was wir in der Zucht ein bisschen den Eindruck haben, dass die Fruchtbarkeit der Eier nicht so gut ist. Wir haben schon Scales mit Scales verpaart, hatten immer bloß 2, 3, 4, 5 befruchtete Eier. Aus Scales mit Hetero ist die Befruchtungsrate zumindest bei uns nicht so gut. Ist es tatsächlich so oder sind wir einfach nur ein wenig zu dämlich zum Kornadern züchten, beziehungsweise durch die Königspython oder durch die ganzen Pythons haben wir es ja auch sehr warm. Vielleicht reicht auch einfach unsere Nachtabsenkung oder unsere Absenkung im Winter nicht, um Kornadern perfekt zu züchten. Kann ich jetzt nicht mal beurteilen. Das ist, wie gesagt, einfach so ein bisschen eine Erfahrung von der Befruchtung. Ob das andere auch so haben oder nicht, weiß ich nicht. Aber ansonsten den Tieren selber geht es tadellos. Auch noch ein interessanter Punkt, wir haben gerade die Bardergamen angesprochen, die von Leatherback zu Siltback. Bei den Kornadern gibt es sowas gar nicht. Also die Heteroscales sehen völlig normal aus und man sieht den Heteros nicht an, dass es Heteros sind und dann kommen einfach die schuppenlosen Kornadern, ohne dass man es den Heteros, wie gesagt, ansieht. Und natürlich auch bei den Königspython gibt es mittlerweile die Scales, oder was heißt mittlerweile, seit 3, 4 Jahren kamen die ersten Scales raus. Das Interessante dadurch, oder bei denen ist, dass das mit Scales Head anfängt, also Head wie Kopf, Scales wie Schuppen. Der Brian Barczyk, USA, war mit der Erste, der die Scales gezüchtet hat. Ihm ist aufgefallen, dass bei Tieren am Kopf die 3, 4 Schuppen fehlen und er hat das miteinander verpaart und hat tatsächlich Scales rausgekriegt. Also das heißt, beim Königspython, die Hetero für Scales, sieht man an den 3, 4 fehlenden Schuppen auf dem Kopf. Ich wollte es euch gerade zeigen, ich habe ein Scales-Männchen da, der ist allerdings gerade kräftig am Paaren, deswegen habe ich gedacht, lieber paaren wie euch zeigen, aber wir können es euch als Foto einblenden. Und wie gesagt, dieses Scales Head mit Scales Head gibt dann wirklich die ganz Scales Tiere, die schuppenlosen. Im Moment geht wegen die Diskussion, wieso sieht man oder wieso gibt es seit Jahren die Scales Head, aber man sieht so wenig Scales, gibt es da doch Probleme, züchten die doch nicht so gut oder ist da irgendwie was? Ich kann bis jetzt noch nichts Negatives sagen, wobei, wie gesagt, ich auch noch keine Scales Königspython gezüchtet habe, aber von den guten Bekannten, die ich habe, wenn ich die frage, sagen die mir alle, nee, gibt keine Probleme. Also das wird die nächsten Jahre zeigen, aber scheinbar lassen sich auch die Königspython als Scales super züchten. Natürlich gibt es weitere Gendefekte, die ich euch natürlich nicht alle zeigen kann. Es gibt noch mehr Scales-Schlangen vor allem. Tigerpython, glaube ich, ist letztens aufgetaucht. Netzpython, meine ich, habe ich auch schon mal gesehen. Da gibt es noch einige mehr. Ich habe natürlich nicht alle da. Ich glaube, wir konnten euch eine gute Auswahl zeigen. Mir war es wichtig, euch, wie gesagt, Beispiele oder das Thema war eigentlich Defekte, die wirklich ein Problem für das Tier darstellen, zu zeigen. Das haben auch einige gesehen. Aber auch Defekte zu zeigen, die für die Tiere wirklich egal sind. Es wird sicherlich Leute geben, die sagen jetzt, der Brockhammer sagt, ist alles egal, macht nichts, züchtet alles kreuz und quer, völlig wurscht. Natürlich bin ich ein Fan von solchen Mutationen. Ne? Hier so ein Albino Clown, einfach tolle Farben. Das ist mein Geschmack, das gefällt mir sehr gut. Allerdings bin ich nicht einer, der sagt, auf Teufel komm raus, muss ich alles züchten. Ich meine, ihr kennt mich jetzt 102 Folgen lang. Ich behaupte, ich bin nicht so, dass man alles mit Gewalt züchten muss. Wenn ich muss keine Spider züchten, es gibt so viele andere tolle Sachen. Ich muss nicht irgendein Tier, das Probleme damit hat, muss ich nicht züchten. Ich will kein Tier quälen. Ich will, dass es dem Tier gut geht. Und das ist meine Einstellung und
es gibt so viele Reptilien, wirklich, glaub mir, ich habe keinen Grund zu sagen, ach, gar kein Problem, züchte dies, das, jenes. Ich behaupte, dass ich sagen würde, wenn es aus meiner Sicht ein Problem ist oder ich würde davon abraten oder ich bin so, dass ich davon abrate und selber dann auch nicht züchte, wenn ich denke, es ist ein Problem für das Tier. Klar sind Meinungen verschieden, die soll man auch um Gottes Willen gelten lassen. Auch ob es einem gefällt oder nicht, ist die Meinung verschieden. Es gibt auch ganz viele Terrarianer, die sagen, ach, die natürliche Farbe ist mit Abstand die schönste. Die haben bestimmt irgendwo auch recht. Deswegen, ich denke, da ist auch eine gewisse Toleranz gefragt, soweit die Toleranz dem Tier nichts schadet, beziehungsweise es dem Tier gut geht. Das dazu, also bleibt mir treu, checkt meine Balls und wenn es euch gefällt, checkt Albinos und Co. Wie war's? Ich hoffe, du hast weit genug rausgezoomt, damit mein Pickel nicht so auffällt. Ja, ist total. Dazu noch eine kleine Chose. Also immer, ihr könnt drauf gehen, also falls ihr irgendwann mal Reptil TV dreht, werdet ihr merken, einen Tag bevor ihr Reptil TV dreht, sprießt irgendwo in eurem Gesicht ein Pickel. Das gehört einfach dazu, weil einen Tag später dreht man Reptil TV. Meiner sprießt jetzt hier, mein Horn auf der Stirn, gehört dazu. Also meines Wissens gibt es 3 Morphen, die es gibt 4, genau, die 4. fehlt mir. Also bitte nochmal die 15. und bitte. Er ist ja kein Albino, sondern ein Leucist, also ihm fehlen die schwarzen wie die... scheiß Telefon. Weiter. Ich hatte sie gerade schon angesprochen. Nein, wir gucken in die Kamera, wir lächeln und senken den Kopf nicht. So, bitte. Das Wort zum Sonntag. War gut? Ha? Reicht? Ja.